Hallo zusammen. In diesem Video erzähle ich euch etwas über den Ladestandsanzeiger für Akkus. Er besteht aus diesem kleinen Display hier, das in ein Gehäuse in eine rechteckige Öffnung von 33 mal 61 Millimetern eingebaut wird. Es wird mit Hilfe dieser zwei kleinen Clips fixiert. Das Display selbst hat eine schematische Darstellung mit Akkuteilungen. Es zeigt die Ladung in Prozent an. Auch mit der Taste kann man auf Spannung umschalten, um nachzusehen. Diese Taste hier ist zum Programmieren der Anzeige. Um in den Programmiermodus zu gelangen, muss man zuerst den Strom trennen, die Taste drücken und gedrückt halten und den Strom anschließen. Dann geht die Anzeige in den Programmiermodus. Sie ist für Lithium-Ionen-Akkus, Bleisäure- und Lithium-Eisenphosphat-Akkus gedacht. Das alles wird in den Einstellungen im Programmiermodus der Anzeige eingegeben. Und man kann auch noch andere Parameter einstellen. Und jetzt zeige ich, wie sie eingestellt wird. Zuerst trennen wir die Stromversorgung von ihr. Wir drücken die Einstelltaste, halten sie gedrückt und schließen den Strom an. Hier ist unsere Anzeige im Programmiermodus. Hier, das ist ein Lithium-Ionen-Akku. Man kann auswählen P, das ist Blei, F, das ist ein Lithium-Eisenphosphat-Akku. So wird das umgeschaltet. Weiter schalten wir mit dem Knöpfchen die Anzahl der Zellen, Banken, um. Man kann von 2 bis 17 Zellen wählen. Das wird durch Umschalten ausgewählt. Eine Zelle kann man wählen, aber in diesem Modus funktioniert es nicht, da die Anzeige ab 5 Volt anspringt und arbeitet. Deshalb kann man mindestens 2 Zellen wählen. Als nächstes wechseln wir in den Programmiermodus der S-Funktion. Hier gibt es 5 Programme. S1, 2, 3, 4, 5. Und wieder von vorne. Das erste Programm wird hier ein- und ausgeschaltet. Angezeigt wird das mit so einem schematischen Strich, ein Schrägstrich aus. In der Position ein arbeitet unsere Anzeige im Umschaltmodus. Zwischen Prozent und Spannung für jeweils 2 Sekunden zeigt sie den Zustand an. Wir verlassen den Programmiermodus. Wir schalten ein und alle 2 Sekunden schaltet das Display auf Spannung oder Prozentladung um. Und nach 10 Sekunden schaltet sich das Display von selbst aus. So, wir wählen 3 Zellen aus. Wir gehen weiter in den Programmiermodus. S1 haben wir verstanden. Das ist der Umschaltmodus. Wenn wir ihn ausschalten, lässt es sich nur manuell umschalten. Das Programm S2 ist bei uns dafür gedacht. Das heißt, die Hintergrundbeleuchtung geht für 10 Sekunden an und dann von selbst aus. Also, Sie haben die Taste gedrückt und nach 10 Sekunden erlischt die Anzeige. Damit das Display ständig funktioniert, kann man diese Funktion ausschalten. Nun, ich starte jetzt neu und das Display wird ständig leuchten. Da wurden irgendwelche Ziffern angezeigt. Und das Display wird die ganze Zeit leuchten. Wenn wir wollen, dass das Display sich selbst ausschaltet, dann müssen wir den Parameter S2 einschalten. Wir schalten ihn ein und nach 10 Sekunden wird sich unser Display ausschalten. S3, das ist das Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung. So ist sie an, so ist sie aus. S4 wird bei diesem Indikator nicht verwendet. Bei einigen anderen steht in der Anleitung, dass zusätzlich ein Symbol leuchten würde, aber bei diesem Indikator fehlt diese Funktion.
S5 schaltet zwei Modi zur Anzeige der minimalen Akkuentladung um. Ich habe es an Lithium-Ionen ausprobiert. In der Position Ein können wir bis zu einer bestimmten Spannung entladen. Sie wird 0 anzeigen. Wenn man in den anderen Modus umschaltet, dann wird sie 5% Ladung anzeigen. Das heißt, man kann noch mehr entladen. Jetzt ist er eingeschaltet und schauen wir mal, wie das funktioniert. Wir starten neu. Jetzt zeigt es 38% an. Mit der Spannung, ich verringere sie. Ich stelle 10 Volt ein. Das zeigt 1% Ladung bei 10 Volt an. Wenn wir in S5 den anderen Modus wählen, wir gehen ins Menü, schalten aus, starten neu. Da. Und jetzt zeigt es uns 6% Ladung an. In jenem Modus hat es angezeigt, dass es 1% war. So wird dieser Ladestandsanzeiger also eingestellt. Danke an alle fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.